Die Welt in 100 Jahren wird noch abgefuckter sein als heute. Die Welt in 100 Jahren stelle ich mir im Moment relativ dystopisch vor. Wenn man so über das Leben in 100 Jahren nachdenkt, erstmal krass daran ist, dass ein Großteil dieser Zeit werden wir ja noch hier sein. Für mich gibt es so zwei Szenarien. Entweder es wird so wirklich gut oder es wird einfach richtig hardcore beschissen. Jetzt gerade hat man nicht das Gefühl, dass die Welt untergehen wird. Das Problem ist aber, dass die Realität ganz anders aussieht und ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen könnte, dass wir in 100 Jahren in einer dieser Dystopien leben, die sich die Menschen heutzutage so gerne im Kino angucken. Ich denke, dass sich das meist ins Negative verändern wird. Ich denke, dass politischer Extremismus noch viel stärker werden wird, als er jetzt schon ist. Ich fürchte, es wird immer noch Rassismus geben und immer noch viel zu viel. Ich glaube, dass wir viel mehr Ghettos haben werden und verarmte Landstriche. Ich glaube wirklich, dass die Menschen sehr lange leben werden. Also so 120 kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine normale Lebenserwartung sein wird. Unsterblichkeit finde ich voll geil. 300 Jahre mehr, das wäre schon ziemlich geil. Ich denke, es wird auf jeden Fall sowas geben wie selbstfahrende Autos. Halt so coole Sachen. So Maschinen, die einem Essen machen oder so Essen synthetisieren. Ich glaube noch nicht, dass wir in 100 Jahren auf dem Mars leben werden. Aber dass es halt wie so Kolonien geben wird. Was die Umwelt und das Klima angeht, denke ich, dass wir da uns nicht verbessern werden. Es werden sehr viele Arten ausgestorben sein. Extreme Kälte, dass mehr Menschen erfrieren werden. Abschmelzen der Polkappen, Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfälle. Es mehr Überflutungen gibt, Extremwetterereignisse und dadurch halt aktiv mehr Menschen sterben werden. Ich denke, dass einige Teile der Welt unbewohnbar werden, wo jetzt halt noch Menschen leben. Ich nehme an, dass wir alle weiter ins Landesinnere gezogen sein werden und dass sich daraus dann ganz andere Probleme ergeben. So Umweltkatastrophen, das ist ja eine Macht, die kann man ja nicht kontrollieren. Das geht ja nicht. Das lässt man einfach wüten und dann muss man halt wieder Aufbauarbeit leisten. Wir vergessen, glaube ich, dass es nicht so ein Abbauprozess ist oder sowas, sondern es ist wirklich die Notbremse, die gezogen werden muss, bevor etwas Unwiderrufbares passiert. Das, was einfach die Generationen vor uns angerichtet haben und das, was auch jetzt noch vonstatten geht, das lässt sich einfach nicht mehr aufhalten und mit den Konsequenzen müssen wir jetzt leben. Also wenn wir es schaffen würden, alle umweltlichen Maßnahmen umzusetzen und tatsächlich im Grunde diesen Klimawandel umzukrempeln, würde ich sagen, wird das eine richtig geile Welt. Aber dann gucke ich in die Nachrichten und denke mir so, ja, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir nicht aufpassen, dann gibt es bald keine Zukunft mehr, die wir mit den ganzen tollen Dingen füllen können, die wir heutzutage über Social Media und so teilen. Ich glaube vielmehr, dass wir im großen Stile auf Dinge verzichten müssen, die wir haben und dass wir, was wir als Wohlstand wahrnehmen, neu bewerten müssen. Also Wohlstand ist nicht, alle möglichen Produkte aus aller Welt jederzeit verfügbar zu haben, sondern vielleicht reicht es schon, einfach nur sicher Essen am Tisch zu haben, sicher eine Unterkunft zu haben und das alles ohne auf Kosten anderer Menschen. So, das wäre ja schon mal Wohlstand. Hauptsächlich könnten wir in Zukunft zum Beispiel auch die Menschen besser ernähren, wenn wir wirklich fast aufhören würden, Fleisch zu essen oder auch tierische Produkte zu essen, weil wir erstmal bessere Alternativen haben, durch dass wir Fleisch wachsen und züchten können, ohne Tiere dafür zu mästen. Also Fleischkonsum ist der Umweltkiller. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass man zumindest so Sachen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, Überbevölkerung, dass man dem mit technologischer Entwicklung entgegenwirken könnte. Es kommt halt darauf an, ob die Politik halt da wirklich Geld rein investiert. Es wird immer Menschen geben, die sich selbst, ihre eigene Sicherheit und das, was sie als richtig erachten, über das Wohl der anderen stellen und ihre Macht dazu missbrauchen, Dinge umzusetzen, frei nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Denn die Leute, die die Welt regieren, haben kein Interesse daran, Profit aufzugeben. Ich hoffe, die gehen einfach unter. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die sind einfach zu reich. Und diese Machtstrukturen, das alles zu zerstören, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Außer es gibt die Apokalypse. Und wenn diese ganzen alten Pisssäcke
endlich wegsterben, die ganze Ländereien einfach zugrunde richten, dass man dann vielleicht die Möglichkeit hat, Menschen folgen zu lassen, ja, denen auch einfach mehr an der Zukunft gelegen ist. Und zwar an einer Zukunft, die für alle von Vorteil ist und nicht nur für sie selbst. Was ich hoffe, wie Menschen in der Zukunft sein werden. Ich hoffe, dass es mehr Toleranz und mehr Akzeptanz zwischen den Menschen geben wird. Dass jeder Mensch gleichberechtigt ist. Dass wir alle ein bisschen näher zusammenrücken. Dass sich dieser viele Hass irgendwie eher in Freundschaft umwandelt. Dass man einfach ein Mensch sein kann, ohne dass man von anderen Menschen dafür verurteilt wird. Und dass man in der Welt einen Platz hat. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn unsere Generation jetzt ein bisschen älter wird und die nächste Generation, dass wir vielleicht noch tatsächlich die Chance haben, irgendwie das Ruder herumzureißen. Ich hoffe zumindest, dass diese Generation und die nächsten Generationen vielleicht Generationen der Änderung sein werden. In die Vergangenheit zurückblicken werden und denken würden, wie barbarisch wir waren.